Hausarzt Uwe Speyer und seine Mitarbeiterin sind ziemlich am Rotieren. In der Praxis in Lolla ist die Nachfrage nach einer Impfung riesig. Allerdings weniger nach dem Impfstoff von AstraZeneca, obwohl der ja jetzt für alle freigegeben ist. Den BioNTech-Impfstoff könnten wir die doppelte und dreifache Menge verimpfen in der Woche, als wir das jetzt schon tun. Aber bei Astra ist die Nachfrage deutlich geringer. Mit AstraZeneca impfen könnte man hier ohnehin noch nicht. Durch die hohe Nachfrage nach BioNTech wurde für diese Woche auch nur dieser Impfstoff bestellt. Nächste Woche könnte es schon anders aussehen. AstraZeneca sei allerdings auch der Impfstoff, der am unzuverlässigsten geliefert wird, sagt die Kassenärztliche Vereinigung. Wir versuchen das in den Praxen dadurch zu organisieren, indem wir die Termine quasi erst dann herausgeben, wenn der Impfstoff geliefert wird. Das geht bei AstraZeneca, weil der einige Tage im Kühlschrank gut aufbewahrt werden kann. Nur wer haftet eigentlich für wenig wahrscheinliche, aber doch mögliche Impfschäden? Das Bundesgesundheitsministerium schreibt auf HR-Anfrage, Voraussetzung sei ein dokumentiertes Aufklärungsgespräch mit dem Arzt und das Einverständnis des Impflings. Dann gelte: Die Länder haften, wenn die bekannten Nebenwirkungen auftreten. Der Bund übernimmt die Haftung, wenn unerwartete Nebenwirkungen auftreten. Bei Produktfehlern übernimmt der Hersteller die Haftung. Arzt Uwe Speyer merkt, wie verunsichert seine Patienten sind. Dennoch will er AstraZeneca verimpfen. Der Nutzen sei eben größer als die Risiken.